lieben Freunde von altem Lego. Heute schauen wir uns die ersten richtigen Lego-Figuren an. Zwar gab es schon 54 die ersten 1:87 H0 Modellbahnfiguren für den Stadtplan. 64/65 gab es dann aus Steinen gebauten Figuren, wie hier den Maschinisten und den Feuerwehrmann. 1970 gab es einen Gepäckwagen mit gebautem Fahrer. Die Großkopffiguren 74 waren aber die ersten richtigen Lego-Figuren. Sie bestehen eigentlich nur aus dem Oberkörper und sind etwas größer als die Playmobil-Figuren, die im selben Jahr 74 herausgekommen sind. Diese gab es allerdings erst im September, die Lego-Figuren kamen schon im April heraus. Nach diesen ersten großen Lego-Figuren gab es ein Jahr später die kleinen Stadtfiguren. Wegen dem Größenverhältnis wurden sie Minifiguren genannt. Diese Namen haben sie bis heute behalten und die Großkopffiguren sind der Grund dafür. Die Großfiguren passen sehr gut in die Puppenwohnungen, die schon am 15. Januar 1971 speziell für Mädchen eingeführt worden sind. Zuerst noch ganz ohne Figuren, diese kamen ja erst im April 1974. Mit 4 Puppenwohnungen, aber auch mit 3 Fahrzeugsets für Jungen. Besonders erfolgreich war die Familienpackung 200. Hier sind die 3 Fahrzeugsets mit Rädern und die 8 Puppenmöbel ohne Figuren, die es schon 73 gab. 74 waren die 4 Zimmer mit den Figuren neu. Die Großköpfe werden in den verschiedenen Katalogen nicht als Figuren, sondern als Bauteile geführt. Das eigentliche Figurenteil ist der Oberkörper mit Kopf, Brust und frei beweglichen Armen. Der kugelrunde gelbe Kopf mit dem aufgedruckten Gesicht steckt mit dem Halszapfen im Brustteil. Die Haare sitzen auf den Ohrennoppen, die Kopfnoppe greift in eine innere Rille, damit können die Haare ein Stück vor- und zurückgeschoben werden. Sie haben vorne und hinten eine andere Frisur und können von 2 Seiten getragen werden. Die Armgelenke sind in allen Richtungen beweglich. Erwachsene Figuren haben meist zweigeteilte Arme und bei den Kindern wird der Arm auf eine Länge verkürzt. Die Hände sind mit einem Kugelgelenk am Arm befestigt. Es sind runde, hohle Noppen mit einem Loch. So können Erwachsene und Kinder aus denselben Elementen gebaut werden. Es gibt 3 verschiedene Gesichter mit Sommersprossen und Brille, später auch mit einem Schnurrbart. Die Mädchenfrisur kann auch zweiseitig getragen werden, mit Zöpfen oder mit langen Haaren. Eine eigene graue Frisur mit einem Haarknoten hat die Großmutter. Der untere Teil der Figuren ist aus Steinen gebaut. Man kann ihn mit viel Fantasie sitzend, stehend und mit Rock bauen. Aber 2 Füße gehen sich nur bei den breitbeinigen Cowboys aus. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die schmalen Einzelfüße, aus 2x2 Grundsteinen und mit den Schuhen aus einer 2x3 Platte. Die Familie mit der Artikelnummer 200 war ein sehr beliebtes und erfolgreiches Set. Es enthält 49 Teile für 5 Figuren und eine Sitzbank. Das Set hatte die Altersempfehlung ab 3 Jahren für leichtes Bauen. Von den 4 großen Puppenwohnungen kann ich euch heute 2 zeigen. Zuerst die Puppenküche 263 aus 172 Teilen. Nach dem Wohnzimmer ist sie das zweitgrößte Puppenzimmer. Die Verpackung hat auf allen Seiten Fotos mit spielenden Kindern. Es ist ein Schubkarton mit einer Lade zum Ausziehen mit 2 Fächern. Es sind 2 Figuren dabei, ein Tisch und 4 Hocker und hinten eine Küchenzeile aus 8 Einbaumöbeln. Die Oberflächen sind alle glatt verfliest,
aber noch mit den alten Fliesen ohne Rille. Es sind 4 transparente Rundsteine mit vollen Noppen als Gläser dabei. 4 Schranktüren und 4 Teller haben unschöne Aufkleber. In der Küchenzeile gibt es Schränke, Schubladen und Regale, wo man Dosen und Geschirr verstauen kann. Als besondere Möbel gibt es die Spüle mit dem verchromten Wasserhahn und den Herd mit dem Backrohr mit dem Sichtfenster zum Aufklappen. Der Herd und der Kühlschrankfuß sind bedruckt. Der Kühlschrank sind nur 2 normale, übereinander gestapelte Schränke. Insgesamt gibt es 8 Schrank- und Regalelemente, die alle mit Fliesen abgedeckt sind. Es sind 2 Figuren dabei, eine Mutter und eine Tochter. Die Puppenzimmer sind auf flachen Grundplatten gebaut, mit abgerundeten Ecken, die nur an 3 Seiten 2 Noppenreihen für die Möbel haben. Die Zimmer hatten keine Wände, aber später gab es noch richtige Puppenwohnungen mit Wänden und Fenstern. Das zweite Set ist das Jugendzimmer 266 mit 146 Teilen. Es ist ein etwas kleinerer Karton, wieder mit den vielen Fotos von spielenden Kindern und mit dem Schubfach zum Ausziehen. Mit einer etwas kleineren 24×24 Grundplatte. Der Aufkleber der Schiefertafel ist nicht von diesem Set. Als Möbel ist ein Bett dabei, ein Nachtkästchen, ein Sofa, ein Schreibtisch und eine Kommode. Als Figur haben wir einen Jungen mit Sommersprossen und mit kurzen Ärmeln. Die Möbel sind am 2 Noppen breiten Rand der Grundplatte aufgesteckt. Hocker und Bett sind mit einem schwarz-weiß-grauen Muster verfliest. Im Schreibtisch gibt es Schreibsachen, aber es war nur eine einzige Fliese mit einem Heftaufkleber dabei. Es gab noch 2 transparente Rundsteine als Wassergläser und einen transparenten 1×1 Stein als Keksdose. Auf der schwarzen Schiefertafel waren 6 Einzelaufkleber und die Kommode sind 2 zusammengestellte Regalschränke mit gegenüberliegenden Türen. Die Schiefertafel stammt wie gesagt aus dem Schulset 291, es gab denselben Aufkleber, aber auch im Ideenbuch 6000. Im August 78, dem Jahr der neuen Minifiguren, gab es 3 aufklappbare Puppenwohnungen. Den Kosmetiksalon Colette 230, das Reihenhaus 232 mit 3 Zimmern und das große Krankenhaus 231. Schöne große Bau- und Spielsets für Kinder ab 6 Jahren. Die Großkopffiguren waren nicht nur für Mädchen, sondern von Anfang an gab es auch tolle Bau- und Spielsets mit Fahrzeugen für Jungen. Ich selbst hatte zwar nie Großkopffiguren, kann mich aber lebhaft an das legendäre Indianerset im Kindergarten erinnern. Das Set 215 von 77 mit 81 Teilen. 4 Indianer mit Kind und Kanu. Auf der Packung gibt es viele Bauideen mit Totempfahl und Lagerfeuer. Es sind 4 einzigartige rothäutige Großkopffiguren und ein Minifigurenoberkörper mit rotem Kopf dabei. In der Packung gibt es einen Aufkleber mit 2 goldenen Punkten für eine Prämiensammelaktion. Die Bauanleitung ist ein Faltblatt, auf der Vorderseite mit den Bauschritten für das Hauptmodell. Die Indianerfrau mit dem Kind, in der Rückentrage das kniende Mädchen und die 2 Jungen im Kanu. Auf der Rückseite eine Auswahl aus dem Sortiment mit vielen interessanten Sets. Cowboys, Bagger, Tankstelle, Feuerwehr und der große Tiergarten. Die einzigartigen Teile bei den Indianern sind der gelbe Federschmuck und die 2 schwarzen Paddel für das Kanu.
Das gelbe Stirnband ist einfach auf den normalen Haaren aufgeschoben. Im Kanu sind die neuen umgekehrten Schrägsteine eingebaut. Die Kinder haben einteilige kurze Arme. Das Baby in der Rückentrage ist ein neues Minifigurenmädchen von 75, ohne Gesicht mit unbeweglichen Armen. Eine nette, friedliche, unbewaffnete Indianerfamilie. Dazu passend gab es auch das Set 210 mit 2 Cowboys. Mit breitbeinig gebauten Jeanshosen und mit einem neuen Stetson-Hut am Kopf. Ich habe hier nur dieses eine Teil aus dem Set. 77 gab es die 3 Polizisten 192 mit dem Dreirad aus 82 Teilen. Die Schildmützen gab es schon seit 75 in verschiedenen Farben. Die Verkehrspolizisten haben weiße Ärmel und tragen am Gürtel vorbildgerecht eine Dienstwaffe. Aber die Pistole ist etwas unförmig geraten und liegt nicht so besonders gut in der Hand. Sie ist wohl eher ein reines Dekorationsobjekt. Als Kelle haben die Polizisten 2 Stoppschilder. Es sind die einfachen neuen Verkehrszeichen von 73. Der Motorroller ist ein Dreirad mit kleinen Minirädern. Vorne ist ein normaler 1x2 Stein als Licht, ein Zugmaul als Lenkstange mit Scheinwerfer und 2 Rundsteine als Blaulichter. Der im Heißprägeverfahren gedruckte Schriftstein hat eine andere Schrift als die Polizeiautos. Hinten hat das Motorrad ein Rücklicht und eine Funkantenne aus 3 weißen Rundsteinen. Insgesamt ein kleines, nettes, kreatives Spiel- und Bauset, obwohl die kleinen Räder vom Motorroller, die Verkehrszeichen als Kelle und die unförmigen Pistolen nicht besonders gut zusammenpassen. Aber das Maßstabsproblem gibt es in vielen Großkopffigurensets. Jetzt kommen wir zum Set 218 mit 3 Feuerwehrfahrzeugen und 6 Figuren. Die Feuerwehrmänner tragen einen speziellen roten Feuerwehrhelm. Sie sind etwas kleiner gebaut mit nur kurzen einteiligen Ärmchen, damit sie besser in die Fahrzeuge hineinpassen. So schauen sie irgendwie aus wie die Jugendfeuerwehr. Das erste Auto ist ein dreiachsiger Mannschaftswagen mit Anhänger. Auf der Ladefläche ist eine lange Sitzbank für 3 Figuren. Die Lastwagen haben eine lange Motorhaube mit einer Windschutzscheibe aus Transparenzsteinen. Die Räder haben die neuen Profilreifen von 74. Die Kotflügel sind aus den neuen umgekehrten Schrägsteinen von 76. Auf der Trennwand hinter der Fahrerkabine sind 2 Blaulichter aus Rundsteinen aufgesteckt. Hinten ist ein kleiner einachsiger Wagen angehängt. Das zweite Feuerwehrauto mit einer Rückbank hat eine Drehleiter angehängt. Mit dem neuen Drehteller mit der viereckigen 4x4 Grundfläche und mit einer dreiteilig ausziehbaren Leiter von 71. Für die Großkopffiguren ist diese Leiter allerdings viel zu schmal und viel zu schwach. Sie können sich hier auch nirgends festhalten. Das dritte Feuerwehrauto ist ein Abschlepper. Er ist genau gleich gebaut wie die anderen 2 Autos mit einer langen Motorhaube, 2 Scheinwerfern und einer Windschutzscheibe. Auf der Ladefläche hat er den Abschleppkran von 73, es ist eine Seilwinde mit einer Metallkurbel, einem klappbaren Kranarm und einem normalen Kranhaken mit 2 Noppen. Dieses Set bietet doch ziemlich viele realistische Bau- und Spielfunktionen. Mit seinen 276 Teilen, den 3 Fahrzeugen und 2 Anhängern und den 6 Figuren ist es doch ein ziemlich umfangreiches Set mit vielen Teilen. Auf der Rückseite der Bauanleitung gibt es 3 verschiedene B-Modelle mit Bauideen für verschiedene kreative Modelle. Ich habe mir hier aus dem Mannschaftswagen eine Drehleiter gebaut.
Hier habe ich noch den kleinen roten Motorola 212 von 76 aus 37 Teilen. Die Lenkstange ist ein Zugmaul, die Räder sind normale Mini-Autoachsen, es sind 2 Figuren dabei, ein Fahrer und eine Beifahrerin auf dem Rücksitz. Die Bauanleitung ist das übliche Faltblatt mit 7 Bauschritten und auf der Rückseite die Sortimentsübersicht mit den 5 Grundbaukästen und den verschiedenen Großfigurensets, darunter der Zoo 258 mit einer Kartongrundplatte. Ein interessantes Kombinationsset ist auch der Kinderwagen mit Mutter Nummer 208 und einer brandneuen Minifigur von 78 als Kleinkind. Mutter und Kind können sich sogar an den Händen halten. Der Kinderwagen hat 2 mit Blumen bedruckte 1x4 Steine als Seitenteile. Die Räder sind wieder normale Mini-Autoachsen. Das größte Großkopffigurenset ist der Bauernhof 190 von 75 mit 526 Teilen. Hierzulande eher unbekannt, weil er nur in Nordamerika verkauft wurde. Der Garten ist auf 2 grünen, alten, dicken 10x20 Grundplatten 700 gebaut. Das Haus ist im Maßstab viel zu klein für die Großkopffiguren. Es hat die neuen Fensterläden, Türen und Bäume von 74. Das Gewächshaus ist sehr interessant aus transparenten Steinen gebaut. Der Gartenzaun hat eine 4 Noppen breite Tür, der Anhänger 2 schmale 3 Noppen breite Türen. Die Räder haben immer noch die glatten alten Gummireifen, damit sie zu den großen Traktorrädern dazu passen. Die Felgen sind im Set teilweise mit Noppen und teilweise mit Speichen. Es sind 4 Figuren dabei, 3 Fahrzeuge und 2 Gebäude. Das große gelbe Wohnhaus hat ein Dach aus roten 33 Grad Dachsteinen. Die roten Stadtplanfenster mit den neuen blauen Fensterläden und den neuen 3x4 Türen zum Aufmachen. Eine verglaste neue Tür führt auch ins Gewächshaus im Garten, mit einem Dach aus transparenten 33 Grad Dachsteinen. Das zweite Gebäude ist eine rote nordamerikanische Scheune mit einem blauen Dach aus den typischen 2 Dachneigungen. Die Einfahrt ist groß genug für die Figuren und Fahrzeuge. Vor der Scheune gibt es einen dreiseitigen weißen Zaun mit aus Steinen gebauten Tieren. 2 rote Kühe, ein Schaf, ein gelbes Schwein und ein schwarzer Hofhund. Auf dem kleinen blauen Traktor sitzt ein Fahrer mit Schildmütze und mit kurzen Ärmeln. An der Kugelgelenkkupplung ist ein Pflug angehängt mit 4 Scharen aus Makaronisteinen. Der Fahrer hat nur einteilige kurze Arme und es fehlt irgendwie das Lenkrad. Der Mann mit Brille hat längere Arme und schiebt eine Schubkarre. Schubkarre und Anhänger haben im Original Speichenräderfelgen. Das dritte Fahrzeug ist ein kleiner Lastwagen. In der Kabine ohne Windschutzscheibe sitzt ein Figurenoberkörper ohne Unterteil. Der Anhänger hat Wände aus Gartenzaunelementen mit 2 schmalen Gartentoren als Heckklappen. Mit diesem größten Großkopffigurenset, das bei uns nicht erhältlich war, sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Nächste Woche geht es weiter mit den ersten Minifiguren von 75. Ohne Gesicht, Arme und Beine, die Vorläufer der heutigen Minifiguren von 78. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute zugesehen habt, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag wiedersehen.